Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch zwei Geräte vorstellen, mit denen ihr wackelfreie Videoaufnahmen hinkriegt. So, im Prinzip geht es um den Gimbal. Was ist ein Gimbal eigentlich? Der Gimbal, auch umgangssprachlich Stabilisator oder Schwebestativ kann man sagen, wenn es ein Schwebestativ ist. Es gibt auch die elektronische Variante. Im Prinzip ist es ein Gimbal. Was ist ein Gimbal? Ein Gimbal ist im Prinzip ein Gerät für eine Aufhängung, in der ich zum Beispiel eine Kamera oder einen Kompass oder was auch immer befestigen kann, auf zwei Achsen. Diese Achsen schneiden sich und sind 90 Grad zueinander gestellt. Ich möchte euch jetzt zwei Geräte vorstellen. Das eine ist ein elektronisches Gimbal. Das ist mein Favorite, wenn ich unterwegs bin oder kleine, schnelle Sachen machen möchte oder nicht ganz so viel Platz habe oder halt eher vor allem, wenn ich was mit dem Handy machen möchte. Und das andere Gerät ist mein All-Day, mein Allzweck-Gimbal, mein Allzweck-Schwebestativ, was ich quasi immer mit habe, weil es braucht keinen Akku. Ich muss es nicht aufladen. Es ist ein bisschen schwerer, das Ganze zu handhaben, aber es ist quasi das Tool schlechthin, was ich gerne nutze, weil ich kann es überall nutzen. Ich kann stundenlang damit rumrennen und brauche mich nicht um die Stromversorgung kümmern. So, das erste Gerät ist im Prinzip der DJI Osmo Mobile 2, den ich habe. Das ist ein elektronischer Gimbal, ein elektronischer Stabilisator. Das heißt im Prinzip auch hier gilt eine Aufhängung zum Stabilisieren mit mindestens zwei Achsen, die sich schneiden und mit 90 Grad Winkel zueinander stehen. Im Prinzip habe ich hier eine Achse, die eine dreht sich vertikal und hier ist sie schon 90 Grad zueinander gestellt und da habe ich die zweite Achse und hier hätte ich noch eine Achse. Worauf muss ich bei dem achten? Erstens natürlich, dass mein Akku aufgeladen ist und zweitens natürlich, das ist speziell jetzt fürs Handy, weil ich halt damit gerne filme, wenn ich mobil unterwegs bin oder einfach was Schnelles machen möchte, aber ich muss halt immer für den Akku sorgen. Ich muss natürlich sorgen dafür, dass es gut ausbalanciert ist. Je besser es ausbalanciert ist, desto weniger oder desto mehr kann ich meinen Stromverbrauch reduzieren. Umso weniger es ausbalanciert ist, umso mehr muss der Motor arbeiten und auch die ganze Elektronik, um alles auszugleichen. Im Prinzip, was tue ich? Ich nehme mein Handy, lege es da oben ein, ja, und schaue, dass es gut ausbalanciert ist. Jetzt ist es gut ausbalanciert. Es ist komplett gerade und in dieser Richtung ist es gut ausbalanciert und wenn ich mein Handy so aufstelle, ist es auch gut ausbalanciert. Der Vorteil an so einem Gimbal ist, ich kann es natürlich schnell auch im Hochformat nehmen, aber vorwiegend filmen wir natürlich im Querformat. Jetzt ist er gut ausbalanciert. Was ich jetzt machen muss, ist natürlich meine entsprechende App starten. Im Prinzip bin ich jetzt hier in diesem Kameramodus. Wie gesagt, das ist ein elektronischer Gimbal. Ich kann quasi auch die Bewegung super smooth machen und ich kann es weit weghalten von mir. Natürlich, wenn ich das jetzt mit der Rear-Kamera, also mit der hinteren Kamera, die eine bessere Auflösung von meinem Smartphone hat, filmen, kann ich natürlich nicht sehen, was ich filme. Ich kann es natürlich auch mit der Frontkamera machen und filmen, aber da ist natürlich die Qualität nicht so gut. Das heißt, meistens benutze ich es eher dann, wenn ich zum Beispiel andere Handlungen filme. Was der Vorteil noch an dem elektronischen ist natürlich, ich kann es zum Beispiel mit einem Joystick steuern. Das heißt, ich kann hier das Kippen mit einem Joystick machen. Rechts oder links schwenken kann ich auch mit einem Joystick, um auszugleichen. Ich kann es automatisch zentrieren lassen, das heißt, wenn ich das jetzt irgendwie, weiß nicht, verdrehe oder runterstelle und ich klappe es auf und es ist nicht ganz ausgerichtet, klicke ich da einfach zweimal drauf und es richtet sich automatisch aus. Die meisten halten es so, mit der Hand nach unten und ganz gerade so, wie wenn ich mein Handy hier halten würde. Das Problem ist, ich habe hier trotzdem Verwackler drinnen. Wenn ich jetzt damit drehen oder was auch immer was mache, dann habe ich hier meine Verwackler drinnen. Am besten ist es, das Handy so einzustellen, dass ich es so halte. Ja. Was ist der Vorteil an dem? Ich habe natürlich die Aufwärtsbewegungen sind etwas stabiler. Das kann man bei dem Osmo Mobile 2 noch machen. Ich kann mit einem Klick den Modus umschalten. Das heißt, wenn ich jetzt mein Smartphone so herumdrehe, dann folgt es den Bewegungen.
smooth, aber es folgt ihnen. Gebe ich es runter, gebe das Handy runter, gebe ich rauf, klappe das Handy rauf. Was natürlich in vielen Fällen sehr praktisch ist, wenn ich einfach eine Bewegung folgen möchte und aber keine zu hektischen oder abrupten Bewegungen aufnehmen möchte. Wenn ich aber jetzt sage, okay, meine ganzen Action passiert vorne, und dann will ich nicht, dass sie kippt und sich zur Seite dreht, so wie jetzt zum Beispiel, sondern dann drehe ich einmal, tue ich es einmal zentrieren, klicke einmal drauf auf den Modusknopf, dann kann ich skippen und es bleibt immer auf derselben Spur. Und wenn ich es jetzt so mache, seht ihr, unten kippe ich und es bleibt immer gerade ausgerichtet. Ja, also das ist das elektronische Gimbal, eines davon. Es gibt natürlich viel mehr. Es gibt diese elektronischen Gimbals zum Beispiel auch für große Kameras oder richtige Cinema-Kameras oder eben den normalen Fotoapparat, die Kompaktkamera, je nachdem was man macht, egal was für eine Art von Gimbal ich jetzt habe, ob ich jetzt ein kleines habe, also elektronisches Gimbal oder einen großen für meine Spiegelreflexkamera, für meine Systemkamera, also für meine Kompaktkamera, Bridge-Kamera, was auch immer ich habe. Wichtig ist gut auszubalancieren, wenn ich unterwegs bin, ich habe nicht immer die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel den Akku zu tauschen, bei dem kann ich überhaupt nur aufnehmen, natürlich, ich habe es auch mit der Kamera schon gemacht, ich habe auch schon mein Akku-Pack dran gehängt, funktioniert einwandfrei. Bei den größeren, wo ich meine Spiegelreflexkamera drauf montieren kann, kann ich auch den Akku wechseln, das heißt ich kann immer zum Beispiel 2, 3 Akkus aufladen, je nachdem wie viel ich mir zusätzlich besorge und dann kann ich die einspannen. Das ist ein elektronischer Gimbal, also eine elektronische Stabilisierung. Die Alternative dazu zeige ich euch jetzt. Wie anfangs besprochen, gibt es auch die Möglichkeit einer nicht elektronischen Stabilisierung, also einer reinen physikalischen mit biomechanischer Halterung. Quasi biomechanische Halterung heißt, ich muss mit meiner eigenen Kraft halten und darf keine zweite Hand zum Beispiel benutzen, weil dann wird es nichts bringen. Wo habe ich hier den Gimbal? Ich habe hier im Prinzip die eine Achse, die sich so dreht, und die andere Achse ist so, die sind ganz genau im 90-Grad-Winkel zueinander angebracht und die gleicht das total super aus. Handys zum Beispiel kann ich mit dieser nicht stabilisieren, dafür ist einfach das Gewicht viel zu wenig. Ja? Da brauche ich dann Kompaktkameras, wird schon schwerer, da brauche ich dann schon meistens eine Bridge-Kamera, eine DSLM oder DSLR-Kamera. Ich habe am Ende eine Platte, in der ich Gewichte montieren kann, hier und hier. Ich kann das ausziehen, um noch ein bisschen mehr Stabilität zu gewinnen oder mehr Gewichte drauf zu geben. Ich kann das auch in die Länge ziehen, wenn ich noch was Schwereres drauf habe. Ich habe mir hier die Glidecam HD2000 gekauft. Die ist im Prinzip für meine Gewichtsklasse der Kameras gut ausgelegt. Im Prinzip ist ein Schwebestativ wie dieses hier für solche Aufnahmen, wie wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ball folge. Wenn die jetzt Basketball spielen und ich folge der Handlung oder ich renne jemandem nach, dann ist das natürlich auch ziemlich cool. Es ist dann nicht ganz so ruhig, wie wenn ich jetzt eine elektronische Stabilisierung habe, aber es fühlt sich auch nicht ganz so roboterhaft an, ja? Weil es im Prinzip die Verlängerung des Armes ist und mit der natürlichen Schwerkraft funktioniert. Wie schaut das jetzt aus? Gewichtsmäßig habe ich es jetzt auf die Kamera abgestimmt, wobei ich was allerdings sagen muss, das ist wirklich haargenau abgestimmt. Ja? Ich habe hier noch den Objektivdeckel drauf und der Objektivdeckel alleine hat schon so viel Gewicht, dass meine Kamera Schlagseite kriegt, kann man fast sagen. Schlagseite ist eigentlich mehr auf die Seite. Ne? Das heißt, meine Kamera geht nach vor. Ohne Objektiv, auf die Kamera habe ich es abgestimmt. Das heißt, ich habe meinen Ellbogen, meinen Oberarm ganz eng an meinen Körper, aber so weit weg von meinem Körper, dass die unteren Platten nicht immer an meinen Körper anstoßen. Mit der zweiten Hand, also da halte ich das gesamte Gewicht. Ausgeglichen ist die Kamera, wenn sie ruhig ist, und dann, da gibt es hier Drehknöpfe, mit denen kann ich das Ganze erstens einmal ein bisschen lockern, und dann gibt es hier einen Knopf, da kann ich die Kameraplatte etwas nach links schieben oder nach rechts schieben, und hier hinten gibt es einen Knopf, da kann ich rausdrehen oder reindrehen, genauso wie beim anderen auch eine Drehbewegung, aber um die Kamera vor oder zurück zu versetzen. Da geht es immer nur nicht einmal um einen Millimeter. Ein Millimeter kann schon viel bewirken. Da geht es wirklich um ganz wenig. Kann Gewichtsverlagerung schon auswirken bei dem, weil das ist wie gesagt nicht elektronisch, wo der Motor ein bisschen arbeitet, sondern das ist rein physikalisch und die Schwerkraft kennt keine Gnade. Das heißt, ich habe das jetzt ausbalanciert.
Ich kann hier schöne, schnelle auch Bewegungen machen und wenn ich die Kamera steuern will, nehme ich sie am besten mit 2 Fingern relativ knapp unter meinem Gimbal, also unter der Aufhängung, unter dem, wo sich mein Drehlager befindet, und dort kann ich sie drehen in die Richtungen, die ich sie haben will. Ich kann sie auch nach oben oder nach unten führen, weil es eigentlich gut ausbalanciert ist. Wichtig beim Balancieren ist eben, dass man sie zum Beispiel, man kann sich hier am Griff, ist ein kleines Loch, irgendwo montieren, auf ein Stangerl draufgeben oder sowas, damit das in Ruhe hängt. Oder man stellt es halt immer am Boden, stellt das Gewicht ein, hebt es in die Höhe, schaut nach, aha, ja, passt, bewegt sich nicht zu viel, super. Und wenn das sich irgendwann mal gar nicht mehr bewegt und komplett ruhig ist, dann kann ich damit arbeiten. Das zweite Wichtige ist natürlich, wenn ich jetzt unten zu viel Gewicht habe, zieht das Gewicht unten immer runter. Also das hält das wie ein Lot. Ihr wisst, so ein Lot ist etwas, was ich oben halte, unten ist ein Gewicht, bam, schnürdelgrad bis zum Boden. Das will ich natürlich auch nicht, weil es ist natürlich kontraproduktiv. Wenn ich unten ganz viel Gewicht habe, ist die Kamera immer ruhig. Aber das Problem ist, die entwickelt dann ein bisschen auch ein Eigenleben, wenn ich zum Beispiel von rechts nach links gehe oder sowas, weil dann schwingt das untere Teil so ein bisschen mit. Ja? Was sagt man? Man stellt die Kamera, also zum ungefähren Einstellen nimmt man die Kamera so her, ja? Da ist das Gewicht, da ist die Platte drauf und dann sagt man ungefähr 2 Sekunden, bis die Kamera, also bis das Gewicht, die Gewichtsplatte unten angekommen ist. Sehen wir mal, 21, 22, super. Ich habe spaßhalber während meiner letzten Vlogs mit der Kamera bei der Spiegelwand von unseren Trainingsräumen habe ich mich selbst gefilmt, wie ich die Kamera führe mit dem Schwebestativ. Und das zeige ich euch, ist jetzt nicht unbedingt witzig, ich habe ein bisschen geblödelt, aber das seht ihr ganz gut, wie das so mit so einem Schwebestativ funktioniert. Und wenn man das Ganze dann noch ein bisschen mit Slow Motion macht, dann schaut es natürlich noch ganz cool aus. Im Prinzip gibt es die beiden Varianten eines Gimbals, einen elektronischen oder einen nicht elektronischen Gimbal. Gibt es natürlich in verschiedenen Ausführungen, das heißt, ich kann natürlich einen haben, wo ich nur mit einer Hand halte, der relativ schnell zum Transportieren ist. Es gibt natürlich die größeren Gerüste, wo ich mit 2 Händen halte oder wo ich mir auch so eine Tragehilfe an meinen Körperschnall oder Anzieh umlege und wo oben dann noch so eine Aufhängung kommt, die mir dann zum Beispiel das hier hält oder direkt die Kamera hält. Gibt es ganz viele Ausführungen. Je teurer es wird, desto riesiger wird es und desto besser kann man damit auch ruhigere Bewegung machen, weil wenn ich mit 2 Händen arbeite, natürlich ist das cool. Wenn ich jetzt aber die ganze Zeit alleine filme, brauche ich natürlich ab und zu meine zweite Hand, um zum Beispiel den Fokus einzustellen oder irgendwelche Einstellungen der Kamera vorzunehmen. Wenn ich jetzt am Filmset arbeiten würde, habe ich meistens jemanden dabei, der auf einem kleinen Bildschirm sieht, ja, wie schaut der Fokus aus und so weiter. Zusätzlich hat man natürlich die Bodenmarkierungen, wo man sagt, okay, bei der Bodenmarkierung muss der Fokus eingestellt sein, bei der Bodenmarkierung ist der Fokus eingestellt, und der hat quasi einen Sender, mit dem er selber am Rad immer den Fokus einstellen kann per Funk. Und vorne an der Kamera ist unten am Objektiv, einfach dort, wo die Rillen sind, wo ich den Fokus einstellen kann, ist einfach ein kleiner Motor, der halt mit dem Ding verbunden ist, und dann arbeitet man quasi zu zweit. Einer führt die Kamera, zum Beispiel mit 2 Händen, und hinten geht einer her und regelt den Fokus so, wie es nach Drehplan eingestellt ist oder so, wie es sich der Regisseur zum Beispiel wünscht oder so, wie es einfach geplant ist. Wenn ich das Ganze selber mache, geht das natürlich nicht, aber arbeite ich zum Beispiel mit dem Autofokus oder ich stelle mir die Sachen vorher ein, dann muss ich immer wieder da meine zweite Hand, aber wenn ich das nur mit einer Hand mache, geht das. Und die zweite Möglichkeit ist eben, wie gesagt, dieser zum Beispiel DJI Osmo Mobile 2, den ich hier habe. Es gibt natürlich auch andere Marken. Auf jeden Fall sind die Sachen sehr ruhig. Es ist eine Möglichkeit, wie man ruhige Videoaufnahmen hinkriegt. Und damit ich euch jetzt nicht zu Tode laber, sage ich jetzt einfach mal, schaut, was euch interessiert. Es gibt noch genug andere Möglichkeiten, ruhige Videoaufnahmen zu machen. Ihr müsst euch nicht unbedingt sowas kaufen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr über diese 2 Geräte wissen wollt, die ich hier habe, mit denen ich gerne arbeite, dann schreibt es mir in den Kommentaren. Ja, ich würde mich über ein Gefällt mir freuen. Und wenn ihr mehr von meinen Videos sehen wollt, beziehungsweise wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, dann drückt den Abonnieren-Button, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Bye!